Liebeselement Wasser, also Fische, Krebs und Skorpion. Wir gucken in eine kleine Vorschau für euch speziell in den Monat Mai. Ja, und da ist mir die Königin der Erde schon mal rausgefallen. Hier geht es darum, dass man sich Zeit nimmt für die Menschen in der Umgebung, dass man ein bisschen sensibel ist für alles, was um einen rum ist, dass man so die wärmende Energie ausstrahlt und dass man auch auf Herausforderungen freundlich und verständnisvoll reagieren darf. Dann schauen wir mit den anderen Karten. Guckt mal, im Mai scheint für euch oder für uns, ich gehöre ja auch dazu, die beste Zeit zu sein. Und unten haben wir noch den Joker mit dran. Ne? Also irgendwie scheint uns irgendetwas, was wir jetzt gleich im großen Blatt abfragen, das euch als Herausforderung vorkommt oder wo ihr denkt, wie kann ich meine Zeit auch so einteilen, dass ich alles schaffe, dann ist die beste Zeit für euch jetzt und ihr habt den Joker im Ärmel. Ich muss die Karten ein bisschen beiseite legen, denn ich brauche fürs große Blatt den Platz. Und wir gucken hier auch mal nach einer Zahl und ich hoffe, dass wir eine kriegen. Das sind im Übrigen die Seher-Lenormand-Karten von Sven Pohl. Wie ihr zu denen kommt, findet ihr unten in der Infobox. So, wir haben die 19, ihr Lieben. Und das ist schon mal wunderbar, denn die 19 ist eine Zahl im hebräischen Alphabet. Das ist die 100. Und wenn wir die runter reduzieren, haben wir die 1. Ja? Etwas erneuert sich. Wir können aufwärts streben. Wir stehen am Anfang von irgendetwas. Und das wird die Überschrift sein von unserem Kartenblatt im Mai. Anfang, Erneuerung. Heißt es ja auch so schön, ne? Beste Zeit, Joker, alles neu macht der Mai. Jetzt wollen wir mal gucken, in welchen Bereichen es hier am besten zu sehen ist. Ja, mir fällt der Ring als erste Karte. Hier können wir schon davon ausgehen, dass es viel um Verbindlichkeiten, um Verträge, Beziehungen geht. Ich habe viel Kommunikation im Bereich des Umfelds, der Umgebung, der Häuslichkeit. Es kann auch sein, dass wir hier so die Möglichkeit haben, etwas komplett Neues zu beginnen. Ne? Der Ring liegt im Haus des Reiters drin. Und hier geht es auch darum, immer wieder verbindliche Hindernisse von außen zu überwinden, die in den verbindlichen Bereich mit reinspielen. Also ich würde schon mal sagen, es geht speziell um Beziehungen, Verträge, alles was wiederkehrend ist, was vielleicht auch mit hinderlicher Energie bisher da war, wieder in den Fluss zu kriegen. Ich habe im Hause des Lebens den Schlüssel drin. Also hier wird es schon so sein, dass wir bestimmte Themen haben, die in allen Lebensbereichen irgendwie sind, die wir hier mit viel Kommunikation in die Veränderung bringen. Und zwar in die Veränderung, wo dann aus diesem Nebel eine klare Situation wird und wo man weiß auch, wie man diesen Schlüssel benutzt. Ja? Seht ihr alles? Ja. 2, 4, 6, 8. Okay, also speziell dabei habe ich vielleicht Situationen im Bereich Beruf, Berufung, die sich hier verändern. Die Berufskarte liegt im Haus des Sarges drin. Hier geht etwas in die Veränderung rein, in den Umbruch. Das hier in einer anderen Verbindlichkeit ändert. Ich sehe es zugleich so, dass es eine Veränderung ist, die weniger aufregend ist, sagen wir es mal so, oder weniger Nerven kostet. Hier kann es sein, dass man sehr schnell kleinere Dinge weglässt, dass man auch überlegt, wo habe ich einen Konflikt mit meinen Dingen, die immer wiederkehrend sind, wo bin ich bereit, Schnitte zu machen, wo brauche ich Neubeginne. Das Aufwärtsstreben liegt hier auch noch
im Haus der Sense drin. Das bedeutet, hier kann es sehr flott gehen, dass sich Dinge umstrukturieren, weil eben die Hindernisse sich nicht mehr so zeigen. Und man hat ja auch die Bereitschaft, man denkt schon drüber nach, wie man hier, wir liegen im Hause der Vögel, irgendetwas aufklären kann, das dann mit mehr Ruhe einhergeht. Speziell in dieser Situation können das auch Dinge sein, die mit entweder einem Gegenüber zu tun hat, der Stabilität eures Beziehungsfundamentes oder aber einer beruflichen Situation deines Gegenübers, wo dann wirklich auch so Schnitte gemacht werden, die aber wiederum Erfolge einbringen. Die Sense liegt im Haus der Blumen drin, ne? Und auch hier muss ich wieder sagen, das muss gar nichts Großes sein, aber es wird dann, wenn es kommt, eine aufklärende Energie haben, die auch wiederum so, ja, wie soll ich das sagen, in kleineren Dingen des Lebens was Großes hervorbringt, in Kleinigkeiten. Hier macht man sich vielleicht auch Gedanken über das Fundament, ne, allem, was man so an Vertraglichkeiten, Verbindlichkeiten hat. Das kann hier das ganze Umfeld betreffen. Da wird man hier in Bewegung kommen. Ich habe hier auch Veränderungen, die dir erlauben, an ein Wissen zu kommen, das du vorher nicht hattest. Also da geht einem ein Licht auf, da steht dir die Info zur Verfügung, die du brauchst. Gleichzeitig ermöglicht es dir, ein neues Kapitel zu eröffnen. Ich habe sehr speziell, also auch das Gegenüber mit dabei, ein potenzielles Gegenüber, eine Situation, wo du auch mal sehr schnell, wenn du niemand hast, jemanden kennenlernen kannst. Die Person könnte auch noch im Verborgenen liegen. Ja, ja, das öffnet in dir irgendeinen Knoten, den du schon länger mit dir rumschleppst. Tatsächlich ist es so, dass das, was wir hier aufwärts streben, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn wir hier die 1 haben, dann ist das ja noch kein Weg, das ist sozusagen der erste Schritt in etwas verbindlich anderes rein. Und wenn ich den ersten Schritt gehe, aus dem ersten Schritt entstehen dann wieder die neuen Pflanzen, die ich sehe und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, aus diesem ersten Schritt. Und das ist jetzt eine ganz tolle Sache, denn ich sehe so etwas wie eine schicksalshafte Entscheidung, ein schicksalshafter Weg, ein Weg, der erlaubt, wieder aufzublühen, ein Weg, der mit den Blumen natürlich auch Chancen mitbringt, die wie ein Geschenk daherkommen und die auch dieser Energie, von da läuft was in die falsche Richtung oder da hat etwas ausgedient, sehr heben werden. Also es fällt leichter, da in irgendeine Situation zu kommen, die sich gut anfühlt, wenn man anfängt, wenn man neu beginnt. Ich lege das nochmal nebendran, weil das muss man einfach sehen. Also es ist die beste Zeit, egal für was, haben wir hier das Ass im Ärmel für einen anderen Weg, für eine andere Option. Das Thema Freundschaften könnte für den einen oder anderen wichtig werden. Ich sehe hier eine schöne freundschaftliche Energie. Vielleicht auch hier Zusammenkünfte mit Menschen, die ihr schon länger nicht gesehen habt oder die auf Nachricht von euch warten oder andersrum. Hier korrespondieren die mit der Sonne. Etwas wird in Fahrt gebracht, ein Kontakt kann wieder aufeinander zugehen. Was ich jetzt auch sehr schön finde und zugleich auch sehr aufregend und so stimmig, wir haben hier im Haus des Herzens die Schlange drin.
Mit der Sonne dabei ist es auch eine gute Genesungsenergie, wieder aus einem Mangel in eine Qualität der Kreativität und Energie zu gehen. Gleichzeitig haben wir hier die Sense dabei. Das bedeutet hier für die Korrespondenzen, dass wir tatsächlich etwas, was so als verstrickt oder immer Unruhe mitgebracht hat im Beziehungsleben, jetzt plötzlich auch beendet werden kann. Und zwar dauerhaft. Ne? Wir haben im Hause des Lebens den Schlüssel drin. Da gehen dann wirklich die Türen auf, wo man auch mal ein Kapitel beiseite legt und sagt, so, das war's. Jetzt gibt es hier irgendetwas Besseres. Wir selber liegen in unserem eigenen Herzen des Kartenblattes drin. Wir möchten hier auch Wege gehen, aber es ist nicht so richtig erkennbar für uns, wo der Weg hingeht. Also wo das Aufwärtsstreben, das Erneuern kommt. Ja, und hier im Haus der Ringe haben wir dann noch den Baum drin. Also stabiler Wachstum in Beziehungsdingen, an Verträgen, auch bereit zu sein, hier Schnitte zu machen, Kleinigkeiten zu verändern, ein bisschen Schicksal, das uns was mit auf den Weg bringt. Und das kann ja tatsächlich auch an den Dingen sein, an denen ihr persönlich schon lange arbeitet, ne? Die Erfahrungen, die Lebenswege, die sich hier so zeigen. Das Umfeld, das ist jetzt eine Doppeldeutung. Wir haben die Hauskarte hier im Haus des Briefes drin und den Brief im Haus des Hauses. Hier scheint es viel Kommunikation zu geben. Hier wird ehrlich gesprochen. Hier kann man auch mal Tacheles reden oder die Karten auf den Tisch hauen. Es geht auf jeden Fall darum, dass ich sehe, dass viel Veränderung im kleineren Bereich, in kürzeren Zeiträumen am häuslichen Bereich liegen. Das kann auch dieses mit der Königin der Erde, ne? Nimm dir Zeit für die Menschen in deiner Umgebung, dass dich hier jemand braucht oder dass du jemanden brauchst und dass da eine gewisse Sensibilität erforderlich ist. Auch wenn du hier sagst, ich spreche aus, ich habe Reize von außen, die mich hier mitziehen, aber dieses verständnisvolle, freundliche nicht zu vergessen, ist hier eine Energie, die sehr wichtig ist. Das ist jetzt spannend. Wir haben hier im Hause des Gegenübers den Klee drin und in unserem Hause das Herz. Hier kann schon sein, dass man sich auch schnell mal neu verliebt. Kann natürlich ineinander sein oder in auch jemand Neues, weil sich ein Beziehungsmuster so zerberstet, weil für etwas, wir gucken ins Karma rein, die Zeit abgelaufen ist und sich so sehr hübsch auf den Weg machen kann. Hier geht es um all die Bereiche, wo du dich auch alleingelassen gefühlt hast oder getrennt von allem und jedem, auch vom Umfeld, deshalb wird es hier so wichtig. Und du kannst hier dein Herz wieder aufmachen. Das Gefühl der Sicherheit wird sich mehr einschleichen. Und es geht letzten Endes darum, Dinge zu unternehmen, die dir am Herzen liegen. Jetzt wird es noch spezieller. Wir sehen hier in den Eckkarten drin den Konflikt, den man im Leben hat mit der Stabilität, mit der Partnerschaft, mit dem Wachstum an verbindlichen Dingen. Mit Wunden vielleicht auch, die man so aus der Kindheit trägt, die da immer wieder auch zum Vorschein kommen. Und es können manchmal ganz kleine Dinge sein, Eigenarten, Unarten. Aber hier ist wirklich eine gute Zeit, sich mit dem Ass im Ärmel einen neuen Weg zu ebnen. So, dann haben wir hier unten noch, jetzt muss ich glaube ich ein bisschen verruckeln, für den Mai hier eine schöne finanzielle Energie. Wir haben im Hause der Finanzen die Sterne drin. Die haben wir hier Nachrichten, es wird viel kommuniziert, vielleicht auch Schriftwechsel über die Finanzen, die Klärung und auch Glück und ein anderes Gefühl der Sicherheit mitbringen.
Ich sehe, dass es auch um Geld geht, das man über den Beruf macht oder überhaupt um das stabile Fundament, um das Thema Vertrauen ins Leben zu haben. Und hier im Hause des Schicksals, ich glaube, dass hier auch speziell eine Sache kommt, die hat was mit Versorgen, Versorgtsein zu tun. Und da können wir uns einen Schatten angucken, den wir damit haben, also speziell mit dem Thema Finanzen. Hier auch wieder sehr viele Nachrichten. Man arbeitet dafür, dass das Geld auf einem Fundament steht. Das hier sogar sehr gut. Ich habe hier auch so irgendwie ausgleichende Energie. So, und was jetzt auch noch sein kann für die Wassersternzeichen, die Seelengefährten-Thematik. Ja, das ist für mich so eine Sache. Ich habe einsteils das Partnerschaftliche hier liegen. Bei manchen sehe ich aber auch zwei. Hier im Haus des Herzens liegt die Schlange verbunden mit einem Gegenüber. Hier unten in der Umgebung liegt der Bär mit dabei. Hier die Kombination, das sind so die Menschen, die kannst du von früher kennen, aber ich denke, es gibt auch genügend im Jetzt, die irgendwie denken, wow, interessante, spezielle Person. Was hat die Person, was mit mir was zu tun hat? Und es geht speziell auch um die, wie nenne ich das? Die Liebe, die dir aus tiefer Seele entgegenkommt. Das ist nichts Oberflächliches, das sind keine Flirts oder irgend sowas, sondern das ist schon eine richtig tiefe Verbundenheit auf der seelischen Ebene. Okay, mit dieser tiefen Verbundenheit kann man einiges aufklären, einiges stabilisieren, einiges auf gute Wege bringen. Und ich sehe hier auch nochmal, dass es finanzielle Wege gibt, die hier tatsächlich irgendwie ein anderes Fundament mitbringen. Das heißt, du hast hier im kleineren Bereich vielleicht Entscheidungen mit dem Thema Finanzen, wo dir jetzt was verbindlich Gutes vor die Füße kommt. Eine neue Option, eine Wahlmöglichkeit. So, wir gucken noch. Oh, da hat sich eine Karte eingeschlichen, die da nicht reingehört. Ist im Übrigen das Thema Vertrauen. Versüß dein Leben. Die Wiesenkönigin, Mäde süß heißt es hier, ist Balsam für die Seele und ein heiterer Begleiter bei Übergängen, neuen Freundschaften und Liebesbeziehungen. Wie passend, ne? Hier der Ring, hier die Seelengefährten-Thematik, tiefe Liebe, die man für irgendjemand hat. Wahnsinn, ne? Rechnet auch damit, dass ihr hier, ich hatte ja hier mit dem Buch auch gesagt, es können Menschen sein, die kennt ihr nicht, dass es tatsächlich dazu kommt, dass neue Menschen in euer Leben kommen. Unten haben wir noch die Nieswurz. Wunder kommen unerwartet. In der dunkelsten Zeit des Jahres zur Wintersonnenwende öffnet die Nieswurz ihre Blüten, verströmt einen süßen Honigduft und zeigt dir, es wird wieder heller. Wunderbar, ihr Lieben. Ich freue mich für uns. Ich wünsche euch einen wunderbaren Mai. Ich drücke euch und bis bald.